Ich stelle Ihnen heute eine klinische Studie vor. Es geht hierbei um die Auswirkungen der beiden Nahrungsergänzungsmittel L-Arginin und Vitamin C auf die körperliche Leistungsfähigkeit und auf die anhaltende Müdigkeit, die viele Patienten mit Long-Covid erleben. Es handelt sich hierbei um eine randomisierte und kontrollierte Einzelblindstudie, die in Italien durchgeführt wurde. Dieses Paper wurde im Journal Nutrients im November letzten Jahres veröffentlicht. Dieses Paper ist peer-reviewed und hat einen Impact-Faktor von 5. Deshalb denke ich, dass wir uns das einmal anschauen können. Interessenskonflikte gibt es keine. So, dann schauen wir uns das Paper nochmal zusammen an. Ich habe Ihnen hier nochmal einige wichtige Details farblich hervorgehoben. Also es geht, wie vorhin besprochen, um die Supplementierung von L-Arginin und von Vitamin C. Eine einzelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Es haben Erwachsene an dieser Studie teilgenommen, die 20 bis 60 Jahre alt waren und eine persistierende Fatigue-Symptomatik hatten. Es handelt sich hierbei um Patienten einer Outpatient Clinic, wie in einer Ambulanz. Die Teilnehmer wurden randomisiert, 1:1. Die eine Gruppe erhielt dann Placebo, die andere Gruppe erhielt zweimal täglich eine Kombination von L-Arginin in einer Dosierung von 1,6 Gramm und liposomales Vitamin C in einer Dosierung von 500 Milligramm. So, was hat man sich angeschaut? Ja, das sogenannte Primary Outcome war die Strecke, die innerhalb von 6 Minuten gegangen wurde. Als Secondary Outcomes hat man sich dann angeschaut, wie war dieser Hand Grip Strength. Das ist ja den Test, den wir machen können, um festzustellen, wie stark der Handgriff ist. Da gibt es nochmal ein Flow-Mediated Dilation, auf das ich heute nicht weiter eingehen werde. Es geht hierbei um die Messung der endothelialen Funktion oder auch Dysfunktion. Und wichtig auch nochmal aus klinischer Sicht ist die persistierende Fatigue. So, die Studienautoren haben festgestellt, dass nach 28 Tagen, so lange hat die Studie gedauert, dass die Gruppe von Patienten, die L-Arginin und Vitamin C eingenommen hatten, eine längere Strecke gehen konnten. Das ist immer statistisch signifikant. Und dass auch die Handkraft besser geworden ist. Zudem, und das finde ich eben auch interessant, nach 28 Tagen, nach 4 Wochen hat man gesehen, dass in der Gruppe, die L-Arginin und Vitamin C eingenommen hatten, dass signifikant weniger Patienten über Fatigue geklagt haben. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Material und Methoden. Alle Patienten hatten eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion, die mittels PCR-Test in der Vergangenheit festgestellt wurde. Bei allen Patienten wurde eine Long-Covid-Diagnose gestellt. Bezüglich der Fatigue hatten die Patienten einen Fragebogen ausgefüllt, wobei sie angaben, dass sie fast die ganze Zeit unter Fatigue-Symptomatik leiden. Wie dieser Fragebogen heißt, finden Sie hier unter dieser Referenz 31. Welche Ausschlusskriterien gab es? Einerseits natürlich die Intoleranz, Vitamin C oder L-Arginin einzunehmen, also irgendwie Unverträglichkeiten. Das andere Wichtige ist, es wurden keine schwangeren Patienten oder Breastfeeding Patients mit eingeschlossen. Die Patienten in dieser Studie hatten keine chronischen Lungenerkrankung, Diabetes mellitus und sie nahmen auch keine blutdrucksenkenden Medikamente ein. Ebenso nahmen sie keine Steroide ein, keine Non-Steroidal
Anti-Inflammatory Drugs, das sind die Präparate wie Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, und sie nahmen auch keine Immunsuppressiva oder Nitrate ein. Und das schränkt natürlich die Aussagekraft der Studie auch ein, da viele Patienten eines dieser Grunderkrankungen haben oder diese Medikamente auch einnehmen. Die Studienteilnehmer wurden, wie gesagt, 1:1 randomisiert und in der einen Gruppe gab es eben Placebo, in der anderen Gruppe wurde zweimal täglich die Kombination L-Arginin und Vitamin C in diesen Dosierungen dann verabreicht. Die Studie hat 28 Tage gedauert. Wir sprachen über die Primary Outcomes. Das können Sie sich, wenn Sie Interesse haben, nochmal ganz in Ruhe durchlesen, damit sich das hier nicht wiederholt. Wir gucken uns noch einmal die Charakteristika der Studienteilnehmer an. Vom Alter her ungefähr 50 Jahre alt. Prozentual gesehen gab es mehr Frauen als Männer, also hier 65% Frauen. Das ist auch nochmal interessant. Severity of Acute COVID-19. 43% der Studienteilnehmer waren nicht hospitalisiert, die waren nicht stationär aufgenommen. 47% waren hospitalisiert und 8% waren sogar auf Intensivstation. Wie lange Zeit ist seit der Covid-19-Infektion vergangen? Ungefähr 136 Tage. Das ist ja etwas mehr als 4 Monate. So, und da gibt es noch ein paar weitere Details, können Sie sich in Ruhe angucken. Hier wurde nochmal geschaut, das ist die Placebo-Gruppe, jetzt nach 28 Tagen, da hat man die Konzentration von L-Arginin gemessen. Und man sieht, dass in der Gruppe, die L-Arginin und Vitamin C genommen hat, dann eben signifikant auch die L-Arginin-Konzentration angestiegen ist. Okay. Nun kommen wir zu dieser Walking Distance. Die ist hier nochmal dargestellt, hier in der Placebo-Gruppe. Wichtig ist hier nochmal Veränderung zum Baseline. Man mag sich ja fragen, was hier dieses minus 100 bedeutet. Also hier gab es einige wenige Studienteilnehmer, also hier 5 Personen. Die sind sogar im Vergleich zur Voruntersuchung eine geringere Distanz gegangen. Das bedeutet hier dieses minus 100. Es gab auch eine Person, die 200 Meter weiter gegangen ist als ihr Baseline. Aber wenn wir uns mal die Gesamtgruppe anschauen, hier in der Placebo-Gruppe und in der Treatment Group, also mit L-Arginin und Vitamin C, sehen wir, dass das hier doch ein signifikanter Unterschied ist. Und auch statistisch gesehen wurde das hier nochmal hervorgehoben, dass das ein großer Unterschied ist. Hier haben wir nochmal die Darstellung für den Hand Grip Strength. Und auch hier gibt es eine statistische Signifikanz. Die Leute, die Vitamin C und L-Arginin eingenommen haben, hatten deutlich mehr Handkraft nach dieser Supplementierung. Hier ist nochmal diese Flow-Mediated Dilation dargestellt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Und wie gesagt, die endotheliale Dysfunktion oder Funktion darstellt. So, und zuletzt, aus klinischer Sicht wichtig, nach 28 Tagen hatten nur 2 Teilnehmer gesagt, die in der Interventionsgruppe waren, also die L-Arginin und Vitamin C eingenommen, dass sie noch müde sind oder diese chronische Fatigue haben. Wohingegen in der Placebo-Gruppe weiterhin 80% der Leute gesagt haben, dass sie weiterhin müde sind. Also sehr, sehr signifikant statistisch. Und finde ich auch sehr interessant. Wir kommen zur Diskussion. Die Studienautoren fassen zusammen, dass L-Arginin und Vitamin C-Supplementierung einen positiven Effekt auf die Walking-Performance hatte, also auf die Distanz, die die Studienteilnehmer innerhalb von 6 Minuten gegangen sind, auf die Muskelkraft und auch noch zusätzlich noch auf die endotheliale Funktion.
Interessant auch ist die verminderte Fatigue, die die Patienten angegeben haben, die in dieser Gruppe waren, die Vitamin C in L-Arginin eingenommen hat. Was sind die Limitationen dieser Studie? Das eine ist natürlich die geringe Anzahl an Studienteilnehmern. Deshalb muss man vorsichtig sein, diese Ergebnisse auf große Populationen dann zu übertragen. Das zweite ist, es ist eine Single-Center-Studie. Diese wurde nur in einem Zentrum durchgeführt. Und das andere ist, inwieweit die Studienteilnehmer außerhalb der Studie, sage ich mal, sich bewegt haben und inwieweit das sozusagen Einfluss hatte auf diese Walking Distance. Das konnte man nicht so genau nachvollziehen. Man hatte denen nur gesagt, dass sie ganz normal ihr Leben weiterleben sollten. Zusammenfassend eine aus meiner Sicht interessante Studie aus einem Peer-Reviewed Journal, eine kontrolliert randomisierte Placebo-Studie, die trotz ihrer geringen Anzahl an Patienten, die sie eingeschlossen hat, doch teilweise sehr signifikante Ergebnisse gezeigt hat. Also es lohnt sich, das im Auge zu behalten und Vitamin C und auch L-Arginin in diesen Dosierungen richtet keinen klinischen Schaden ein. Deshalb bei Patienten, die unter Fatigue-Symptomatik leiden, wäre das ein Ansatz.